Einen wunderschönen guten Morgen. Wir starten jetzt im Stall bei nicht optimalem Wetter, aber was soll ich lange reden? Kommt einfach mit! Meine Vision ist, dass die Konsumenten wieder hinter die Stalltür blicken können. Und unsere Vorgenerationen haben das leider nicht so handhaben können wie wir jetzt mit den sozialen Medien. Und ich will die Chance einfach nutzen. Wir wollen unsere Arbeit am Hof, im Stall und auf der Wart herzeigen, damit ihr wisst, wo das herkommt, das Lebensmittel, wie es entsteht. Wo ich sage, das will ich vermitteln und hinter dem stehe ich auch, dass die Leute das wissen. Also für mich ist das eine Ehre, dass ich da überhaupt dabei sein darf, als kleiner Landwirt im Trüderfeld. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich andere Landwirte mit anderen Gegebenheiten kennenlerne und mit denen darüber diskutieren kann. Das Farmfluencer an sich ist uns wichtig, weil wir der Gesellschaft die Landwirtschaft wieder näher bringen wollen und das einfach quasi wieder verständlicher machen wollen und greifbarer. Mittlerweile ist Farmfluencer für mich eine Community unter Bauern und Bäuerinnen, wo wir uns austauschen können. Meine Vision für die Zukunft war halt einfach die Wertschätzung, dass die wieder gegeben ist. Also dass wirklich die Leute schätzen, dass es einfach die Möglichkeit wieder gibt, Regionalprodukte zu kaufen, dass es eben uns Bauern und auch die kleinen Bauern nur gibt, die wirklich Lebensmittel produzieren. Darum ist es einfach so schön, dass es wieder so viele Direktvermarkter gibt, die wirklich schauen, okay, ich produziere nicht mehr in Massen, sondern wirklich kleinere Chargen machen und es wird dann auch alles verkauft. Weil ich glaube, dass diese Kleinigkeiten wieder dir vertraut, wie du damit umgehst, das glaube ich ist das allergrößte Maß an Tierwohl und die allergrößte Belohnung, wenn man merkt, dass das Tier vertraut. Tierwohl ist für mich ein gesundes Stallklima, immer frisches, sauberes Futter, frisches Wasser, Kratzmöglichkeiten und ja, dass es ihnen einfach gut geht. Und wenn es meine Kühe gut geht, dann geht es mir auch gut. Ich rede am liebsten darüber, dass wir Schweine lieben, dass wir quasi schauen, dass wir den bestmöglichen Lebensraum für die Schweine schaffen, dass es ihnen so gut geht und einfach, dass wir noch ein gutes Fleisch haben, das was wir wirklich wertschätzen und anerkennen. Das Wichtigste ist die Kreislaufwirtschaft. Wir machen aus den Flächen, die wir rund um den Hof haben, Futtermittel, verfuttern das an unsere Viecher und dann entsteht da eine Milch und ein Fleisch, was bei den Konsumenten ankommt. Und gleichzeitig produzieren die Tiere für uns einen Dünger, wo wir wieder unsere Pflanzen, unsere Wiesen und Felder damit düngen können. Mir wäre noch wichtig, wenn ich jetzt von Landwirtin zu den anderen Landwirten sprich, dass sie mehr trauen, in die Öffentlichkeit zu gehen, zu zeigen, was sie machen und stolz drauf sind und dahinter stehen, was sie machen. Ich als Farmfluencerin wünsche mir in der Zukunft, dass man vielleicht sogar ein paar andere junge Landwirte und Landwirtinnen motiviert, laut zu werden, hinter die Stalltür auch blicken lässt. Das Leibendste war, wenn die Leute wissen, wie cool die Landwirtschaft ist, wie schön es ist, auf den Hof zu sehen. Und dann auch bewusst aus der Region für die Region kaufen. Dass er in dem Moment sieht, bildlich vor sich, wer steht da dahinter, um einen emotionalen Aufbau zu haben. Wir haben am Ende des Tages die gleiche Vision, auch wenn wir alle ein bisschen unterschiedliche Bewirtschaftsweise haben. Wir sind komplett in Österreich verstreut, aber uns verbindet was. Und das spiegelt sich eigentlich in unserer Bevölkerung wider. Wir haben unterschiedliche Ansprüche und Forderungen. Und trotzdem verfolgen wir das gleiche Ziel. Wir wollen alle hochwertige Lebensmittel haben. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir die heimische Landwirtschaft unterstützen.